Das ist absolut falsch und eine totale Red Flag für mich. Wenn Sie nur 10% Ihres Gehirns nutzen würden, wären Sie in einem vegetativen Zustand, der dem Tod so nahe ist, dass Sie hoffen sollten, dass Ihre Angehörigen bald den Stecker ziehen. Mein Name ist Joy Muth, ich bin Postdoc am Zentrum für Lehrerinnenbildung an der Uni Wien. Ich habe im Masterstudium Psychologie mich auf Neurowissenschaften und Neuropsychologie spezialisiert, habe jetzt aber ein Doktorat in Bildungspsychologie abgeschlossen. Hallo, ich bin Dennis Weger, ich bin am Zentrum für Lehrerinnenbildung der Uni Wien im Arbeitsbereich Sprachlehr- und Lernforschung tätig und befasse mich dort mit der Professionalisierung von Lehramtsstudierenden für die sprachliche Dimension von Unterricht. Wenn daheim eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird, ist das schlecht für den Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch. Das kann man nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten. Es ist in Österreich so, wenn man mit einer anderen Sprache als Deutsch in die Schule kommt, dann hat man einen Nachteil, weil die Unterrichtssprache Deutsch ist und die Schule hauptsächlich auf Deutsch funktioniert. Es ist aber so, dass Eltern mit ihren Kindern jene Sprachen sprechen sollten, die ihnen emotional am nächsten sind und die sie auch im Idealfall am besten können, weil dann diese solide sprachliche Basis, die sie in die Schule mitbringen, egal in welcher Sprache, auf die kann dann eine weitere Sprache auch aufbauen, wie zum Beispiel eben jetzt die Unterrichtssprache Deutsch. Jeder Mensch hat einen Lerntypen. Das ist ganz eindeutig falsch. Lerntypen sind nach Brown und Kaminski wahrscheinlich der größte Hoax, der Lehrpersonen in den letzten 50 Jahren erzählt wurde. Der Neuromythos kommt wahrscheinlich daher, dass Menschen Kategorien lieben und sie mögen auch sehr gerne auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Tatsächlich gibt es ganz, ganz viele empirische Studien zu Lerntypen und keine einzige davon belegt eine Wirksamkeit von Lerntypen für den Unterricht. Deutschförderklassen sind die beste Lösung, um Kinder mit noch geringen Deutschkenntnissen schnell auf den Regelunterricht vorzubereiten. Das ist absolut falsch und eine totale Red Flag für mich. Die Deutschförderklassen führen zu sozialer Ausgrenzung und verlangsamen sogar den Spracherwerb. Und zwar, weil nämlich Schülerinnen am besten voneinander lernen, auch in den Pausen, in den Zwischengesprächen. Und das wird unterbunden in den Deutschförderklassen, wo ja alle das Deutsche noch lernen. Außerdem enden die Deutschförderklassen nach 2 Jahren ja und danach bekommen Schülerinnen überhaupt keine Förderung mehr. Und wir wissen aber aus der Forschung, dass der Spracherwerb oder der Deutscherwerb viel länger dauert. Deswegen sollten die Deutschförderklassen möglichst schnell abgeschafft werden und statt Trennung braucht es eben inklusive Konzepte, in denen Sprache und Fachunterricht gemeinsam gedacht werden. Häufiges Durchlesen verstärkt die Erinnerungsleistung. Auch das ein bisschen schwierig zu beantworten. Häufiges Durchlesen erzeugt einen Vertrautheitseffekt. Das heißt, wenn wir einen Text mehrfach lesen, kommt es uns vor, als würden wir das, was wir lesen, schon kennen. Dadurch haben wir das Gefühl, hey, das kenne ich, hey, das kann ich. Tatsächlich erzeugt das häufige Durchlesen aber nur schwache Gedächtnisspuren, weil das Hirn dabei passiv bleibt. Was wirklich hilfreiche Strategien wären, um sich einen Text gut zu merken, sind sogenannte Elaborationsstrategien. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel einen Text gelesen hat, ihn dann wegzulegen und ihn sich selbst oder einer Gummiente oder dem Haustier oder wem auch immer in eigenen Worten zu erklären bzw. sich auch gegenseitig abzuprüfen, gerne also auch eine kooperative Lernform anwenden und das hilft dann tatsächlich, sich an mehr zu erinnern. Schülerinnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch hilft es, wenn sie in der Schule dazu gezwungen werden, möglichst viel auf Deutsch zu sprechen. Das ist falsch, weil nämlich, wenn man Schülerinnen erlaubt, dass sie alle ihre Sprachen in den Lernprozess einbringen, dann hat das mehrere Vorteile. Erstens können sie die Fachinhalte leichter und schneller verstehen. Zweitens können sie tatsächlich auch die Unterrichtssprache, bei uns also Deutsch, leichter lernen. Dann auch auf emotionaler Ebene hat es Vorteile und zwar sind dann die Schülerinnen selbstbewusster, sie haben weniger Angst vor der Schule und engagieren sich mehr im Unterricht, also bringen sich mehr ein. Auch für eher einsprachige Schülerinnen hat es Vorteile, weil das Sprechen über Sprachen und Sprachvergleiche ihr Sprachbewusstsein fördert und das dann dazu führt, dass sie vielleicht lieber und auch leichter andere Sprachen lernen, wie zum Beispiel die Fremdsprachen der Schule. Multitasking erlaubt deinem Gehirn, an mehreren Aufgaben gleichzeitig zu arbeiten. Das ist leider falsch. Das Gehirn kann sich tatsächlich nicht auf mehrere Aufgaben gleichzeitig fokussieren. Was stattdessen passiert, ist ein sogenanntes Task-Switching. Das bedeutet, das Gehirn wechselt extrem schnell zwischen den verschiedenen Aufgaben hin und her. Das geht aber mit einem Zeitverlust einher, weil das Gehirn sich auf die neue Aufgabe erstmal wieder einstellen muss.
Tatsächlich bringt Multitasking sehr viele Risiken mit sich, weil es mit einem verringerten Fokus einhergeht. Das heißt, die Fehlerrate steigt, weil wir weniger aufmerksam sind, und langfristig gesehen kann es tatsächlich negative Effekte auf die Gedächtnisleistung haben. Mehrsprachige Menschen haben gegenüber einsprachigen Menschen kognitive Vorteile. Das ist richtig, weil ich meine, grundsätzlich sind ja alle Menschen mehrsprachig, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Dialekte oder verschiedene Varietäten einer Sprache spricht. Aber wenn man jetzt von verschiedenen einzelnen Sprachen spricht, dann hat sich gezeigt, dass wirklich jetzt mehrsprachig aufwachsende Kinder Vorteile haben beim Lesen lernen, weil sie Wortgrenzen besser erkennen können tendenziell. Dann ist es auch so, wenn man verschiedene Sprachen lernt oder mit vielen Sprachen in Kontakt ist im Leben, dass man ein besseres Bewusstsein hat für Sprachen und sich auch leichter tut, neue Sprachen zu lernen, weil man einfach mehr hat, an das man andocken kann, wenn man etwas Neues lernt. Außerdem hat sich gezeigt, dass mehrsprachige Menschen ein bisschen eine differenziertere oder vielleicht tolerantere Sicht auf die Welt haben, weil sie irgendwie gewohnt sind, dass ein und dasselbe Ding unterschiedliche Bezeichnungen haben kann. Und schlussendlich eine ganz aktuelle Studie hat jetzt auch gezeigt, dass Mehrsprachigkeit die Alterung des Gehirns verlangsamen kann. Menschen nutzen nur 10% ihres Gehirns wirklich. Das ist nicht nur ein Neuromythos, sondern auch absoluter Schwachsinn. Der Mythos hält sich wahrscheinlich auch durch die Verbreitung durch Filme sehr hartnäckig. Tatsächlich ist durch funktionale Bildgebung schon lange bekannt, dass selbst bei einfachen Aufgaben im Gehirn viele verteilte Netzwerke in Gehirnarealen gemeinsam aktiv sind, sogar im Schlaf. Für das Lernen bedeutet es auf jeden Fall, dass immer das gesamte Gehirn aktiv ist, aber die Effizienz hängt davon ab, wie viel Übung wir investieren und welche Lernstrategien wir nutzen. Geek hat dazu ein sehr schönes Zitat, nämlich: Wenn Sie nur 10% Ihres Gehirns nutzen würden, wären Sie in einem vegetativen Zustand, der dem Tod so nahe ist, dass Sie hoffen sollten, auch wenn Sie das dann nicht könnten, dass Ihre Angehörigen bald den Stecker ziehen.